Es gibt einige harte Gegner in Star Wars Jedi Survivor. Wilde Bestien, verrückte Ritter mit Hämmern, Druiden, die falsch programmiert sind, doch ein Gegner übertrifft alles. Ich rede von diesem Oktofrosch. Das ist der härteste einzelne Gegner im gesamten Spiel und ich zeige euch heute, wie ihr den ganz easy besiegen könnt, indem ihr andere für euch arbeiten lasst und ihr am Ende quasi nur den Kill abstaubt. Außerdem zeige ich euch auch noch einen Glitch, um den Okto zu besiegen, ohne jemals wirklich mit ihm gekämpft zu haben. Also lasst uns gleich ins Video springen und das Ganze mal anschauen. Für alle, die den Vorgänger gespielt haben, wird das natürlich keine komplett neue Begegnung sein, denn schon dort konnten wir auf Bogano in einer kleinen Höhle gegen einen Riesenfrosch dieser Art kämpfen. Und nun könnt ihr das auch auf Koboh. Wie findet ihr den ganzen Frosch denn? Das ist ganz easy. Ihr müsst ziemlich in die Mitte von Koboh in der Nähe des Schnellreisepunktes Fort Kalen. Der befindet sich ja ungefähr nördlich von eurer Siedlung. Und wenn ihr dort angekommen seid, müsst ihr hier hochklettern mit eurem Haken und könnt entweder direkt nach links oder müsst nochmal außen rum laufen, falls ihr die Abkürzung noch nicht freigeschaltet habt. Ihr landet dann direkt auf einer Freifläche, die von Druiden besetzt ist. Die sind auch schnell weggeräumt, sodass ihr euch dieser Falltür zuwenden könnt. Ja, ihr habt richtig gehört, Falltür. Sobald ihr euch in der Mitte von dieser Tür befindet, geht die auf und ihr fallt in die Grube. Da wartet dann ein wunderschöner Okto auf euch. Oder ist es eine Sie? Ich konnte es leider im Eifer des Gefechts nicht überprüfen. Falls ihr den Frosch jetzt ganz alleine und ohne Glitches besiegen wollt, gebe ich euch auch dafür ein paar Hinweise. Sonst nutzt unten die Timeline, falls ihr direkt zu den Special-Tipps kommen wollt. Der Okto hat auf jeden Fall einen normalen Angriff und einige kritische Angriffe. Beim normalen Angriff könnt ihr ganz einfach ausweichen oder sogar parieren, das ist gar kein Problem. Bei den anderen müsst ihr wirklich springen oder ausweichen, da habt ihr gar keine andere Wahl. Beim ersten kritischen Angriff bläht er seinen Mund auf und springt sehr weit nach vorne. Da reicht es, wenn ihr einen Doppelsprung über ihn macht, um auszuweichen und um ihn dann anzugreifen. Der zweite kritische Angriff ist ein Sprungangriff, wo ihr euch einfach entfernen könnt oder in die Luft springen könnt. Er springt quasi einmal hoch und dann wieder runter. Die ersten beiden Angriffe kann er dabei auch in einer Kombi ausführen, das heißt, er springt nach vorne und während ihr ihn hittet, nachdem ihr ihn übersprungen habt, springt er noch einmal nach oben, um zu versuchen, euch platt zu walzen. Da reicht es, wenn ihr einmal die Dodge-Taste drückt, dann seid ihr aus dem Gefahrenbereich. Den dritten Angriff kennt ihr wahrscheinlich noch aus dem ersten Teil. Hierbei will die Bogto-Brut euch mit seiner Zunge fangen. Da reicht es, wenn ihr weit genug wegsteht und im Grunde dann ausweicht, wenn er seinen Angriff ausführt. Oder ihr könnt auch in die Luft springen, also ähnlich wie bei seinem Sprungangriff. Ihr könnt in die Luft springen und dann in seine Richtung doppelt springen, um direkt ein paar Hits zu verteilen. Den vierten Angriff wird er beginnen, wenn er noch 2/3 seiner Lebensenergie hat. Er wird eine ätzende Flüssigkeit ausspucken. Wenn ihr dabei in seine Richtung springt, habt ihr auch hier wieder die Möglichkeit, Hits zu landen. Der fünfte Angriff ist der unberechenbarste. Dort müsst ihr versuchen, zur Seite auszuweichen. Ein einfaches Tippen der Dodge-Taste sollte dabei reichen. Dennoch ist das Timing sehr schwer und dementsprechend würde ich euch empfehlen, lieber auszuweichen mit der Dash-Fähigkeit, also mit der Sportfähigkeit, wie es in Deutsch heißt. Generell würde ich euch empfehlen, diesen Kampf überhaupt zu starten, wenn ihr wirklich diese Dash, also diese Sportfähigkeit habt, die ihr auf einem Planeten bekommt, den ich nicht nennen möchte, wo ihr in der Luft euch nochmal nach vorne bewegen könnt. Dazu würde ich mich im Kampf auf mittlerer Distanz zu ihm positionieren, so habt ihr genug Zeit auszuweichen, aber seid auch schnell genug an ihm dran, um Hits zu verteilen. Von der Strategie her ist es am einfachsten, wenn ihr nach dem Sprung und nach dem Zungenangriff den Okto mit maximal 2 Schlägen angreift. Solltet ihr gierig sein, wird er mit dem fünften, mit diesem unberechenbaren Angriff, um die Ecke kommen und direkt danach normale Angriffe starten, die euren Lebensbalken massiv runterbrechen. Alternativ könnt ihr auch den Lichtschwertwurf verwenden und dauerhaft auf Distanz bleiben, so dauert das halt ein bisschen länger, aber ihr habt dadurch auf jeden Fall ein geringeres Risiko. Sobald er nur noch 1/3 seines Lebensbalkens hat, wird er eine andere Attacke anwenden. Meistens verwendet er die, wenn ihr euch entfernt von ihm befindet. Er springt hoch in die Luft und hinterlässt beim Landen eine Schockwelle, die ihr mit richtigem Timing definitiv überspringen solltet. Im letzten Drittel seines Lebensbalkens würde ich ihn sowieso erst angreifen, sobald er 2 Angriffe startet. Denn jetzt kombiniert er mehrere Angriffe hintereinander, das heißt also 2, 3, 4 Angriffsketten hintereinander und ihr seht ja, wie ich dabei kassiere. Wenn der Okto seinen Zungenangriff startet, könnt ihr in diesem Moment das Timing perfekt nutzen, um an ihn ranzuspringen und ihn kurz zu hitten. Und der zweite Moment für euch ist der, wenn er seine Säure ausspuckt. Springt dort im richtigen Timing an seine Seite, um weiteren Schaden zu machen. Sonst würde ich mich im letzten Teil immer auf Distanz halten und auf das richtige Timing warten. Ich denke übrigens auch, dass jetzt das richtige Timing ist, um euch nach einem Daumen nach oben für dieses Video zu fragen. Natürlich nur, wenn ihr es bis hierhin in irgendeiner Form hilfreich fandet. Danke.
Doch kommen wir nun zu meinem kleinen Trick, wie ihr andere für euch arbeiten lassen könnt. Hierbei geht ihr vor wie zu Beginn. Das heißt also, vom Meditationspunkt geht ihr nach oben, bis ihr zum Plateau gelangt. Ihr eliminiert dabei alle Droiden, versucht aber nicht auf die Platte zu treten. Nun blickt ihr nach oben zu diesen beiden Hämmerrittern. Hierbei ist es hilfreich, wenn ihr die Machtfähigkeit unerbitterlicher Magnet besitzt. Ihr benutzt also eure Magnetfähigkeit, um die beiden auf eure Ebene zu holen. Manchmal kann das ganz schön tricky sein, weil ihr einen quasi herunterschiebt, der euch dann auch schon angreift, währenddessen ihr versucht, den zweiten herunterzuschieben. Wenn die beiden Ritter dann auf eurer Ebene sind, müsst ihr einfach nur mit diesen beiden Rittern auf die Falltür gehen und schwuppsdiwupps sind die beiden mit euch in der Höhle. Wenn ihr es schafft, im richtigen Moment zu springen, könnt ihr euch die Show auch sogar von oben anschauen, aber das habe ich in meinen Playthroughs leider noch nicht geschafft. Ich habe mich da einfach hier in die Ecke verzogen und entspannt den Poncho eingesammelt, währenddessen die beiden gegen den Octo gekämpft haben. Das heißt also, ihr könnt schön entspannt aus der Distanz dazuschauen und im Schnitt reißen die beiden den Lebensbalken vom Octo bis auf 1/3 runter und ihr müsst dann nur noch den Rest übernehmen. Ich habe übrigens auf Jedi Ritter gespielt, das heißt auf Mittel, auf Jedi Grandmaster traue ich mir jetzt leider nicht zu. Von dieser Version mit den beiden Rittern gibt es noch eine weitere Variante und zwar könnt ihr im gesamten Kampf mit allen Dingen in der Umgebung interagieren. Natürlich klar mit der Truhe, das habe ich auch jetzt hier schon im Video gemacht, um den Poncho einzusammeln, aber ihr könnt auch Türen öffnen. Und zwar gibt es da eine, die ihr normalerweise nutzt, wenn ihr den Kampf beendet habt. Dort könnt ihr einfach hingehen, die Tür öffnen und der Frosch wird euch dann sicherlich verfolgen und den Frosch theoretisch von der anderen Türseite angreifen mit dem Lichtschwertwurf oder mit anderen Dingen, denn er kommt da nicht durch. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Idee mit den beiden Rittern fandet. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr einfache Möglichkeit. Oder habt ihr den Frosch ohne Hilfe besiegt? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Aber kommen wir jetzt zu dem Glitch. Während ich also vor der Tür stand, nutzte der Frosch mehrfach seinen Angriff. Doch bei einem kritischen Angriff glitschte er unter die Karte und irgendwie sorgte das dafür, dass ich diesen Kampf gewonnen habe. Das heißt also, wenn ihr den Frosch an diese Tür bekommt, müsst ihr das Ganze mal ausprobieren. Lockt ihn einfach an, werft ein Lichtschwert gegen seinen Kopf oder beschießt ihn und dann wird er versuchen, durch die Tür euch anzugreifen. Ich kann das jetzt momentan nicht mehr reproduzieren, ich bin schon ein wenig weiter, aber ihr könnt es gerne probieren und mir gerne mal unter diesem Video Bescheid geben. Ich bin höchst gespannt darauf, was dabei rumkommt, ob dieser Glitch wirklich für alle funktioniert oder ob das nur bei mir so war. Es ist aber noch nicht vorbei, denn es gibt mit diesem Gegner eine noch härtere Challenge. Ihr könnt nämlich gegen 2 von diesen Octos antreten. Ja genau, ihr habt richtig gehört, 2 von denen. Sobald ich die Challenge davon geschafft habe, gibt es dazu auf diesem Kanal auch ein Video. Aber bis dahin kann ich euch empfehlen, mal hier reinzuschauen, denn da habe ich ein paar Kampftipps im Allgemeinen. Lohnt sich definitiv. Sonst hoffe ich mal, dass ich euch helfen konnte und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag oder schönen Morgen. Bis dahin, ciao.